Integration Range. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute die neue Akku-Blindnietpistole von Bosch an und damit machst du das. Ich freue mich, dass wir heute die neue Nietpistole von Bosch uns anschauen, denn ich habe das Gefühl, viele von euch haben darauf gewartet und sie hat einige interessante Dinge, die andere Nietpistolen eben nicht haben. Aber da kommen wir gleich dazu. Wir haben heute jedenfalls die GRG 18V16 hier heute und jetzt schauen wir uns erstmal die technischen Daten an. Wir haben hier ein 18 Volt Gerät, brushless, mit einer Zugkraft von 16.000 Newton und einer Hublänge von 25 mm. Aber natürlich sind die technischen Daten das eine, denn natürlich kann sie ohne Probleme diese Nieten ziehen. Wir werden das gleich nochmal hier ausprobieren. Hier 2 Stück Bleche fest miteinander verbinden. Aber es sind eher andere Dinge, die das Ganze wirklich interessant machen. Und zwar vor allem auch Kleinigkeiten. Ein sehr wichtiges Thema bei dem Gerät ist, dass wir quasi 2 Geräte in einem haben. Denn häufig ist das so, dass wir verschiedene Nietgrößen haben oder verschiedene Nietgrößen einsetzen. Hier zum Beispiel als Beispiel 3 mm bis 4 mm, aber das Gerät hier kann zum Beispiel auch 6 mm Nieten setzen. Und genau für diese Range ist es dann in der Regel so, dass man bei vielen anderen Herstellern 2 verschiedene Geräte hat. Eins für die kleineren Nieten und eins für die größeren. Hier ist alles in einem drin, denn wir schauen uns das mal an, wir haben hier verschiedene Aufsätze. Ja? Wir haben hier einen Schlüssel dabei, der ist hier hinten am Gerät dran. Den kann ich einfach abnehmen. Dann kann ich den Schlüssel nutzen, um hier einfach das anzusetzen. Moment, ich zeige euch das mal. Das ist schon ordentlich schön hier festgemacht. Ich baue das Ganze ab. Habe hier jetzt einen anderen Aufsatz, und zwar für 3 mm. Man setzt einfach das andere vorne an. So. Und schon kann ich kleinere Nieten benutzen. Ja, wie du gerade gesehen hast, so schnell geht der Wechsel von dem einen zum anderen. Und jetzt ist natürlich so, ich habe das hier jetzt übrig, schraube das einfach hier vorne rein und es geht mir nicht verloren. Denn bei anderen Geräten ist es häufig so, dass diese Aufsätze, wenn man so etwas hat, entweder auch sehr groß ist, dass ich hier große Teile von der Front hier austausche, beziehungsweise dass sie auch gar nicht im Gerät fest sind und irgendwo rumfliegen. Ja? Und dann ist es so, ich habe eine andere Niete. Wo ist jetzt der Aufsatz? Wer kennt es? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall echt lästig. Ein anderes Thema, was ich super finde, ist, ich habe bis jetzt eine andere Nietpistole benutzt und dort hatte ich immer das Problem, die Nieten sind rausgefallen. Hier ist es so, ich kann das Ganze einsetzen und sie bleiben drin. Das ist schon mal eine super Sache, ja? Dass das Ganze nicht wieder rausfällt, sondern dass ich jetzt einfach sie reinstecken kann und an mein Objekt gehen kann und kann loslegen und dann meine Niete setzen. Wie bei anderen neueren Geräten von Bosch habt ihr hier ein Anzeigenfeld. Und zwar erst einmal seht ihr hier, dass der Akku voll ist. Ja? Natürlich könnt ihr das hier hinten auch am Akku sehen, aber das Gerät zeigt euch auch an, ob es normal funktionieren würde oder halt auch nicht. Ja? Irgendwann wird es gelb, wenn der Akku leer ist. Dann habt ihr hier 2 Anzeigen oder 2 Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Einmal könnt ihr hier drauf drücken. Ja, und dann könnt ihr die Automatikfunktion auf Off oder auf On stellen. Ich zeige euch mal, was das bedeutet. Normalerweise muss ich, wenn ich eine Niete setze, das Gerät hier einschalten. Dazu muss ich hier den Finger nehmen und durchdrücken. Das heißt, ich drücke drauf und dabei wird das Ding einmal komplett zurückgezogen. Also hier der Mechanismus zieht die Niete zurück. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Gerät auf Auto laufen zu lassen und dann macht er das automatisch. Ich zeige das Ganze mal. Erst einmal auf Off. Dann nehme ich jetzt die Niete und setze sie einfach hier. Und dann siehst du, ich muss die ganze Zeit den Finger drücken. Ja, setze es ein. So. Und ich drücke. So. Das ist die eine Möglichkeit. Und übrigens, normalerweise ist es so, dass ich könnte das Ganze jetzt auch durchschieben. Beziehungsweise ich mache das einfach mal. Ja, dafür haben wir hinten ja den Behälter, dass genau hier auch entsprechend dann die Reststücke übrig bleiben und dort reinfallen. So, jetzt nehmen wir mal die andere Möglichkeit und zwar seht ihr jetzt Folgendes, ich nehme hier die Niete, stelle das jetzt auf On, setze das Ganze hier ein und jetzt achtet mal auf meinen Finger. Ja? Und wir sehen jetzt auch, hier unten ist die Niete drin. Ihr habt jetzt gesehen, ich setze es nur an, ich muss nicht selbst bestimmen, wie weit ich ziehe oder wann ist er fertig oder, sondern ich muss nur einmal antippen und dann macht er den restlichen Vorgang automatisch. Finde ich eigentlich ganz clever. So, jetzt mal am Rand, ich hatte ja vorhin gesagt, die Stifte fallen hier rein. Ja? Hier haben wir sie drin. Und bevor es euch jetzt die ganze Zeit voll klappert, nehmen wir die jetzt mal raus. Und ich zeige euch auch, wie leicht das geht. Einfach hier drehen und ein bisschen wie beim Würfeln.
Das Tolle an diesem Behälter, und klingt so simpel, ja, ist es eigentlich auch, aber andere Hersteller machen das nicht, er ist transparent. Das heißt, hier fallen die ganzen Stifte die ganze Zeit rein. Okay, ja, werden hier aufgefangen. Und bitte betreibt das Gerät nicht ohne das. Ja, habe ich öfter gesehen, bitte mach's nicht. Und das bei anderen Herstellern ist aber so, dass es nicht transparent ist und du weißt nicht, wann ist der Behälter voll. Und irgendwann merkst du dann so, naja, wenn ich das Gerät hier kippe, mache, tue, da hinten landet nichts mehr drin und hier passt nichts mehr rein, das ist echt blöd. Und hier sieht man das Ganze, finde ich eigentlich eine schöne Sache. Jetzt aber eine andere Sache, und zwar, das Gerät ist nicht komplett verschleißfrei, sondern es gibt diese Spannbacken, ja. Bei diesen Spannbacken ist es so, dass wir 3 gleich mitgeliefert haben, aber es sind Verschleißteile. Das heißt, diese kleinen Metallteile hier, die halten ja die Niete fest und ziehen sie nach hinten. Ja? Und jedes Mal beim Festhalten kann natürlich auch ein ganz kleines bisschen das Ganze abnutzen und irgendwann können sie es nicht mehr greifen. Dann muss man sie austauschen. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt hier unten oder zu diesem anderen Anzeigefeld, und zwar ist es so, dass wir hier die Möglichkeit haben, in der Bosch-App einzugeben, nach welcher Zeit das normalerweise mit deinen Nieten, die du verwendest, verschleißt und du merkst, ja, es greift nicht mehr richtig, dann kannst du Folgendes machen. Du kannst ganz einfach in der App einstellen, was ist die Maximalanzahl, die bei dir diese Spannbacken halten, gibst das dort ein und dann ist es so, dass das Gerät die ganze Zeit mitzählt. Wie viele Nieten habe ich gesetzt? Nach einem Drittel sagt dir das Gerät schon mal Bescheid, 1/3 hast du verbraucht. Dann könntest du zum Beispiel auch mal das Ganze warten hier vorne. Und nach 2/3 sagt er nochmal Bescheid, so, jetzt ist es jetzt schon bei 2/3 und wenn es rum ist, dann zeigt es ja auch nochmal an, dass du weißt, jetzt bist du an der Verschleißgrenze und solltest dann langsam dir neue Spannbacken einsetzen. Eine interessante Funktion und wir sehen, dass diese Geräte immer mehr Elektronik reinbekommen, um so kleinere Dinge zu verbessern oder dir mehr Hilfe zu leisten. Jetzt möchte ich aber unbedingt nochmal hier 2 Metallteile zusammennieten. Das Ganze haben wir jetzt folgendermaßen gemacht. Wir haben hier schon mal die Löcher reingebaut, 1, 2 und hier 3, 4. Wichtiger Hinweis nochmal, denkt dran, dass ihr genau das passende Loch für eure Niete bohrt. Ja? Nicht zu groß und nicht zu klein. Vor allem nicht zu klein ist eigentlich egal, weil dann passt nicht rein, aber nicht zu groß, dann fällt die Niete durch oder wird beim Anziehen im schlimmsten Fall wirklich durchgezogen. So, jetzt machen wir Folgendes. Das Ganze legen wir hier hin und vermitteln das Ganze. Jetzt haben wir hier eine Niete schon mal drin. Ja, wir sehen wieder, fällt nicht raus, setzen das Ganze an. So. Nummer 1 und schon kommt Nummer 2. Und schon haben wir das Ganze wirklich fest verbunden und das ist ja jetzt nicht einfach nur so ein bisschen fest, es ist einfach wirklich fest, schön dran, schön schnell. Und ich muss sagen, ich mag es einfach, mit diesen Geräten zu arbeiten. Und ich habe sehr lange diese Handquetschen benutzt. Das funktioniert natürlich auch, ist hiermit aber viel eleganter. Das Ganze hat nur einen kleinen Pferdefuß. Natürlich kostet das Ganze auch Geld. Die Frage ist, wie viel werdet ihr euch fragen? Und ich sage es euch und ihr werdet das auch unten im ehrlichen Preisvergleich finden und schaut vielleicht auch später noch mal rein, je nachdem wie sich der Preis entwickelt, weil das Gerät ist wirklich noch sehr neu. So, jetzt aber, hier ist der Preis. Wir haben hier einen stolzen Preis von rund 700 bis 750 Euro. Irgendwo dazwischen pendelt sich das Ganze sicherlich noch ein. Und das ist natürlich eine ganze Menge und das macht das Gerät für den Hobby-Einsatz eigentlich zu preisintensiv. Das ist mir klar. Für denjenigen, der aber irgendwo relativ häufig Nieten setzt und selbst wenn es nur, ich sag mal, nur 50 oder 100 am Tag sind, für den macht sich so ein Gerät auf jeden Fall mehr als bezahlt. Und wenn du dann im größeren Bereich bis 500 oder 1000 Nieten am Tag, wirst du dieses Gerät, glaube ich, wirklich lieben. Ich nehme für euch mal die Vorrichtung vorne ab und zwar, dass ihr mal seht, wie das Ganze hier aussieht, wenn es benutzt wird. Und zwar seht ihr jetzt gleich mal wieder, wie die Bewegung hier ist. Ich drücke jetzt mal drauf und dann seht ihr. Ja, das ist auch die Hublänge und das ist das, was das Gerät macht. Das zieht mit Macht das Ganze nach hinten und stellt damit diese Niete her. Falls du dich fragst, genau welche Aufsätze es gibt, wir haben hier 3,2, 4, 5 und 6,4 mm Aufsätze. Natürlich haben die immer eine gewisse Range. Ja? Ergo die 5er kann natürlich die 4,8er Nieten auch aufnehmen.
Falls sich einer von euch fragen, warum macht ihr heute ausgerechnet zu diesem Gerät ein Video, weil ihr es gewünscht habt. Nämlich das Gerät kam raus, war ganz, ganz frisch auf dem Markt und ihr habt uns quasi bombardiert mit Fragen dazu auf Instagram, auf YouTube und den Videos und so weiter und so fort, weil wir dazu ein Video machen und so weiter. Und das fand ich total erstaunlich und deswegen haben wir uns das heute mal angeschaut. Viel mehr kann man dazu nicht sagen, weil genau das ist es. Niete rein, ansetzen, draufdrücken, fertig. Ja? Aber wir haben auch gesehen, das ist ein total durchdachtes Gerät. Hier vorne müssen wir sehr, sehr wenig tauschen, beziehungsweise fast gar nichts, außer hier den ganz kleinen Aufsatz. Wir müssen also sehr wenig tun. Aufsätze sind mit dran, das Ganze ist transparent. Wir haben die Automatikfunktion, wir haben die Messfunktion, wie viele Nieten wurden verbraucht und so weiter und so fort. Und vor allem, wir haben die Range von 3 bis 6,4 mm Nieten, die wir hiermit setzen können. Ja? Ich finde das Gerät super durchdacht. Schreib mal unten in die Kommentare, wie du das Gerät findest, ob du Lust hast, damit mal zu arbeiten. Und für jetzt erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.